Die Sonne scheint für alle. Ganz besonders freundlich für die Solarbranche. Leider ist es so, dass die aktuell große Nachfrage natürlich auch dazu führt, dass man sich das auch gut bezahlen lässt. Deswegen fangen immer mehr Hessen erst mal ganz klein an. Ich glaube, dass das Zeichen der Zeit ist, dass wir alle an kleinen Orten schon anfangen und das summiert sich irgendwann. Max will wissen, worauf sollte man bei der Anschaffung einer Photovoltaikanlage achten? Mit welchen Kosten muss man rechnen? Lohnen sich auch schon ganz kleine Anlagen? Max bei Günter Lerch in Frankfurt-Niedererlenbach. Fast ein Jahr hat er seine Anlage geplant. Heute ist es endlich soweit. Wir haben halt in diesem Jahr halt den Vorteil, dass wir da keine Mehrwertsteuer drauf bezahlen. Ich muss aber sagen, die Preise sind sehr gestiegen, weil eine vergleichbare Anlage, die wir bei meiner Tochter mal angefragt hatten bei der Mainova, die war erheblich, die war unter 20.000 €. Bis zu 30% sind die Preise im vergangenen Jahr gestiegen. Lerch zahlt für seine Anlage mit 19 Photovoltaikmodulen rund 25.000 €. Was er nicht sofort verbraucht, fließt in diesen Stromspeicher. Trotz der gestiegenen Kosten eine lohnende Investition mit garantierter Rendite, sagt uns Yves Leonard von Suntech aus Friedberg. Wir reden in der Regel von ca. 10 Jahren. Und solche Module sind sogar 30 Jahre garantiert. Und der Wechselrichter muss nach 15 bis 20 Jahren einmal ausgetauscht werden. Aber das sind um die 2.000 €. Und das sind die einzigen Kosten, die man dann über die Laufzeit der Anlage praktisch 30 Jahre hat. Und so können sich trotz der hohen Anschaffungskosten die Solarenergieunternehmen vor Anfragen kaum retten. Wo Leonard auftaucht, sind die Interessenten nicht weit. Wenn man es dann mal direkt in der Nachbarschaft hat und man kann mit den Leuten reden, das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt sage, ich mache das jetzt im Internet, ich informiere mich mal, das mache ich sowieso. Ich bin auch schon informiert. Nur der Schritt auf den Lieferanten, den haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Insgesamt sind in Deutschland mehr als 2 Millionen Photovoltaikanlagen mit bis zu 20 Kilowatt Leistung auf Hausdächern installiert. Jeden Monat kommen im Schnitt 3.000 dazu. Lohnt sich das wirklich für jeden? Ja, sagt Carsten McGovern von der Landesenergieagentur Hessen. Für die Umwelt und für den Geldbeutel. Durch die CO2-Besteuerung muss man damit rechnen, dass der fossil erzeugte Strom dauerhaft sehr teuer sein wird und dann ist immer teurer wird und dann ist es auf jeden Fall sehr gut, wenn man aus erneuerbarem Strom Eigenstrom auch deckt aus Photovoltaikanlagen. Hinzu kommen einige attraktive Förderungen. Zum Beispiel: Seit 1. Januar zahlt man auf die Lieferung, den Erwerb und die Installation keine Umsatzsteuer. Die Vergütung für eine Überschusseinspeisung liegt bei bis zu 8,2 Cent pro Kilowattstunde. Die Finanzierung ist mit einem vergünstigten KfW-Kredit möglich. Was aber wichtig ist, dass man die Dimensionierung richtig macht. Also da lohnt sich dann schon eine ganz gute Beratung, weil gibt manche Leute, die bauen sich eine ganz große Anlage und setzen darauf, den Strom selbst zu verbrauchen und dann stellen sie irgendwann fest, so viel verbrauchen wir gar nicht. Und das richtig einzuschätzen, da ist eine Beratung oder vielleicht auch mal 2, 3 Angebote ganz gut, um nicht am Ende festzustellen, oh je, jetzt haben wir eine groß überdimensionierte oder viel zu kleine Anlage. Für viele aber gilt, lieber klein als gar keine Anlage. Und hier kommen die Mini-Photovoltaikanlagen, sogenannte Stecker-Solarmodule, ins Spiel. So eine hat sich Familie Schultheis aus Roßdorf in Eigenleistung aufs Garagendach gesetzt. Mit etwas handwerklichem Geschick kann man das gut hinbekommen, dass es eine relativ unkomplizierte Methode ist, doch eine Menge Energie zu sparen. Panel aufstellen, der mitgelieferte Wechselrichter wandelt den Gleichstrom der Module in Wechselstrom um und dieser wird dann über einen Schuko-Stecker ins eigene Stromnetz eingespeist. Klingt einfach. Gegebenenfalls muss man wegen der Elektroinstallation und auch wegen der einen oder anderen Frage sich doch mal vielleicht jemand hinzuziehen, der das schon vielleicht einmal aufgebaut hat. Hier helfen viele Initiativen, in denen sich Interessenten sammeln, um die Anschaffung so günstig und einfach wie möglich zu machen. Werner Gentner möchte mit seiner ehrenamtlichen Tätigkeit in der Roßdorfer Energiegemeinschaft seinen Beitrag zur Energiewende leisten.
Man sieht ja, dass die Politik alleine das nicht richten kann. Wir Bürger sollten uns verpflichtet fühlen, da was zu tun. Und das ist unser Antrieb, dass wir sagen, wir wollen zur Energiewende beitragen und wir wollen hier lokal vor Ort auch aktiv was tun. 2022 hat die Initiative mit allen Kooperationspartnern rund 7.000 Stecker-Solaranlagen verkauft. Bei einer Einspeisung von 300 Watt pro Gerät lassen sich jährlich Stromkosten von etwa 120 € sparen. Nach etwa 3 Jahren hat sich die Anlage bereits amortisiert. Beratung, Ausgabe, alles was über den Verein geht, ist kostenfrei. Die Anlage selber kostet unter 300 €. Und so richten die Schultheißens ihr Leben jetzt nach der Sonnenuhr aus. In Absprache mit meinem Mann, wir zwinkern uns da immer lustigerweise auch ein Stück zu. Wir sagen, wenn die Sonne scheint, schalten wir eher mal ein elektrisches Gerät an. Zum Beispiel die Waschmaschine, die Spülmaschine, ja. Energiewende, steigende Stromkosten und ein immer höherer Stromverbrauch. Es gibt viele Gründe, die Kraft der Sonne für den Eigenbedarf umzuwandeln. Die gute Nachricht: für jeden möglich und für einige schon nach kurzer Zeit finanziell lukrativ.